Liebe Freunde, vor einigen Tagen hat mich mein ehemaliger Musiklehrer am Gymnasium angerufen und um Hilfe gebeten. Er will sich ein neues Akkordeon kaufen von Victoria, ein Holzakkordeon, und hat im Katalog gestöbert und wusste nicht genau, was ist jetzt der Unterschied zwischen der Piuma und zwischen der Poeta, was bedeuten die ganzen Symbole, was heißen die Größenangaben und die Registerangaben. Und das war eine gute Gelegenheit, um darüber nachzudenken, was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden Modellen. Ich spiele seit 15 Jahren die Poeta mit großer Freude und ich liebe sie. Ich habe sie auch schon zerstört und wieder zusammengeflickt. Habe aber schon mal die Piuma ausprobiert, ein Akkordeon in Leichtbauweise, klingt total schön, ist unglaublich leicht. Und um dieser Frage nachzugehen, habe ich meinen Kollegen Johnny Carey in England angeschrieben und gefragt, ob er uns ein Demo gibt, dass man die beiden Instrumente vom Klang her unterscheiden kann. Viel Vergnügen. Hi Johnny, ich bin Andreas Hinterseer, Akkordeonist der deutschen Weltmusikband Quattro Nuevo. Ich möchte dich gerne fragen, ob wir einen Blog zusammen machen können. Ich spiele die Victoria Poeta seit mindestens 15 Jahren, du spielst die wundervolle Piuma. Ich mag es wirklich sehr, wie du spielst, besonders diesen eleganten Swing in deiner Musik. Ich mache diesen Akkordeon-Blog, Klammer auf, die Sendung mit dem Hinterseher ist natürlich gemeint, aber das sagt ihm ja, Doppelklammer auf, noch nichts, Doppelklammer und einfache Klammer zu. Vielleicht kannst du uns ein wenig von der Piuma erzählen. Nur ein kleines Video, bei dem du erzählst, was das Instrument so besonders macht. Und ein paar Takte spielen, nur für den Sound. Ich mache dann dasselbe mit der Poeta und am Ende kommen wir zu dem Schluss, dass beides wunderbare Instrumente sind und es immer an dem Musiker dahinter liegt, was aus dem Instrument herauskommt. Punkt. Japanisches Grinsezeichen. Das wäre großartig. Ich werde dich auf meinem Kanal, Klammer auf, und das völlig zu Recht, Klammer zu, als besonders empfehlenswerten Kanal markieren, wenn du magst. Nebenbei, Klammer auf, das interessiert euch jetzt vermutlich weniger, Klammer zu, ich filme in 4K 25 fps, aber Full HD passt auch. Ich bedanke mich vielmals und wünsche beste Grüße, Andreas Hinterseer. Was ist 2 plus 2? 2 plus 2. 4. 4. Hi Andreas, danke für deine E-Mail, das klingt ja gut. Ja, ich mach's. Klammer auf, super, Klammer zu. Wie lange soll ich das Video machen? Soll ich ein paar Beispiele für die Sounds auf der Piuma geben? Möchtest du einen kompletten Song oder nur ein paar Beispiele? Ich habe deine Musik gehört, du bist ein guter Spieler, Klammer auf, vielen Dank, Klammer zu. Ich werde in 4K 25 fps aufnehmen. Danke. Hi everyone, my name's Johnny Carey and I'm going to talk about my Victoria accordion. I got this from Castelfidardo in Italy from the Victoria company, and I went over there and tried quite a lot of their accordions, and this one I really liked the sound of, and it's very lightweight, which is why it's called the Piuma. It's got 96 basses and it's got a condensed keyboard with 37 keys, and it sounds amazing because it's made out of wood. The only downside of the wood is that it does scratch quite easily, so I've got marks and stuff like that. So it's, in that respect, it's not quite as easy to look after as the traditional accordions with the plastic coating. Liebe Freunde, das ist meine Victoria, die Victoria Poeta, und zwar das Instrument, das ich zum Üben zu Hause habe, wenn das Große noch im Auto schläft. Das habe ich mir bauen lassen für Flugreisen, weil da kämpft man immer mit der Größe vom Instrument. Man braucht entweder einen eigenen Sitzplatz oder man kann es oben illegal ins Handgepäck verstauen. Da passt es perfekt rein. Aber es ist zu schwer trotzdem und zu
zu groß. So kann ich es im Koffer, im Rucksack mit ganz viel Schaumstoff verpackt mitnehmen. Das wiegt allerdings 20 Kilo. Da habe ich dann nicht mal mehr Platz für ein Zahnbürstel zu mitnehmen. Ich muss meine Kleidung dann auf die Freunde aufteilen. Das Gehäuse ist von einem 96 Bass Akkordeon, aber die Tastatur ist schmäler und ich habe trotzdem 120 Bässe mit Quintkonverter, das erkläre ich mal extra, mit Einzeltönen drin. Es ist super zum Üben und wie der Johnny schon sagt, das ist leider durch das Holz der einzige Nachteil. Es ist sehr anfällig auf Schläge, klingt wahnsinnig gut, aber ist empfindlich. Ich habe sogar einmal komplett zerstört am Chiemsee-Steg bei Regen in Eile runter vom Boot, ausgerutscht, draufgefallen, war komplett kaputt. Ich war so, habe das nicht mal einem Instrumentenbauer anvertraut, sondern selbst in einer stillen Stunde oder in vielen stillen Stunden mit Pinzette die Holzsplitter rausgezogen, das dann wieder verleimt mit der Spritze, den Leim in den hintersten Winkel noch mit hinein, damit es wieder dicht wird. Und es funktioniert wieder. Es ist mit mir gealtert und es hat mit mir gelitten, aber darum liebe ich es. Wir sind ineinander verwachsen. So it's got some really nice sounds. This is the lower reed, the Casotto. Which is a really nice, rich, smooth sound. Das 16-Fuß-Register ist auch eines meiner Lieblingsregister. Dieser volle, satte und trotzdem weiche Sound. Wunderbar. The next one is this one here. She's got a really strong sound to it. 8/16 Register, ebenso sehr kräftig und fett. You've got the main. That's the main master reed. Das Masterregister. And it's got some really nice attack to it. So the keys are really responsive and the bass are really responsive and quiet as well. So I'll give you an example of this reed, which has got a lot of attack. So really comfortable and really easy to play with. This is the Musette reed, and it's also worth mentioning that this accordion is straight tuned for jazz.
Ja, super schön, Johnny. Was ihr meint mit Straight Tuned, das heißt, das Tremolo-Register sind zwei parallele Stimmchöre, zwei Töne, die klingen, und beim Akkordeon, diesen typischen Sound, den man kennt, ist eine Schwebung drauf. Das heißt, die sind ineinander verstimmt. Das ist bei diesen Victoria-Akkordeons nicht so. Wir haben hier einen davon und den zweiten, die klingen zusammen. Einer ist im Cassotto innen drin, der klingt sehr weich, das ist der. Der andere ist außer Cassotto, der klingt obertonreicher, schärfer, und zusammen ergeben sie diesen Sound ohne Schwebung. Das hat natürlich den Vorteil, dass man beide Chöre verwenden kann. Wenn es eine Schwebung drauf wäre, wäre einer davon verstimmt und wäre dann nicht verwendbar. Der wird dann auch nicht zur linken Hand passen, auch nicht zu den anderen Mitmusikern. Aber wenn sie gleich gestimmt sind, dann hat man die Auswahl der zwei verschiedenen Sounds. Now, going up. This is the one that I use the most. And then we start getting higher. Ja, dieses Register, Johnny, das habe ich gar nicht, aber dafür habe ich was Besonderes, den Quintkonverter. Das heißt, die Akkorde in der linken Hand, der wäre jetzt Moll, Septim und vermindert, kann ich umschalten in Einzeltöne, und zwar im Quintenzirkel. Das geht dann in der C-Reihe C, I, C, I, C und andersrum C, I, C, I, C, I. Und das in jeder Tonlage. G, H, G, H, G, H. Und so kann man natürlich ganz interessante Dinge tun damit.
Liebe Freunde, ich muss zugeben, die um einige Jahre jüngere Piuma klingt wirklich großartig. Sieht total toll aus mit dem schwarz lasierten Holz und ist vor allem extrem leicht. Ich bleibe trotzdem bei meiner Poeta, wir sind total ineinander verwachsen, ich liebe sie. Und man kann natürlich, wenn man ein Akkordeon kauft oder aussucht, kann man sich mit der Stoppuhr hinsetzen und kann zählen, wie viele Schwingungen genau das Tremolo hat. Und man kann jeden Ton genauestens kontrollieren und dann zwischen 15 Instrumenten immer hin und her wechseln. Aber letzten Endes der entscheidende Faktor ist der Musiker, der hinter diesem Instrument sitzt. Aus diesem Grund gehe ich jetzt auch sofort wieder zum Üben. Und nicht vergessen, abonnieren, dann versäumt ihr nie wieder was von unseren Abenteuern.